Auf unserer Panamerikaner-Reise ertappen wir uns immer öfter dabei, wie unsere Gedanken schon ein paar Schritte voraus sind. Während wir zwischen Tradition und Alltag schwingen, sind wir im Kopf bereits woanders. Doch dann ist da dieser eine Moment, wenn der Nebel am Kraterrand aufreißt und uns die Natur zurück ins Hier und Jetzt holt. Ein tiefes Durchatmen, bevor wir unsere letzte Grenze in den Amerikas überqueren und unser letztes Kapitel starten. Hola, schön euch in diesem Video dabei zu haben. Wir befinden uns weiterhin in den Anden Ecuadors und zwar konkret in Otavalo. Eigentlich sind wir ja eher auf der Durchreise, aber hier gibt es einen bestimmten Punkt, den wir besuchen mussten. Der wurde uns von so vielen Leuten schon empfohlen und ihr ahnt vielleicht auch schon, worum es geht. Auf jeden Fall haben wir auch eine kleine Liste und wir hoffen, wir werden hier fündig. Una chacana, ¿Qué es? una cruz andina. Ah, una cruz andina. Ok, Chacana. chacana se llama. Acá llamamos Tiene chacana. todo. Kreislitzk. Lange hat es ja nicht gedauert und wir wurden schon fündig. Wir haben eine Decke gekauft. Wir hatten ja ehrlich gesagt schon gehofft, dass wir hier was finden. Wir möchten nämlich so einen Überwurf für den Synchro und da haben wir eine Decke gefunden, die ziemlich gut von der Größe her passt. Ich bin happy. Also es ist ein guter Start. Mal sehen, was wir hier sonst noch so finden. De algodón. Algodón. Es de la, Sí, sí, sí. no, de la menos. Este es de la, Ajá, sí. no, pero ese es algodón. Es como sintético. No me gusta este. ¿Lo puedo poner un poco más? ¿Le puedo tener yo? Sí. Gracias. ¿Allí o así? ¿Un poco más arriba? Sí, así. Uf, pero de verdad calienta mucho. Sí, para el frío. Und wieso habe ich jetzt einen Pulli gekauft? Das ist schön. Er ist schön, aber ich habe eh schon keinen Platz und zu viele Pullis. Okay, naja, also es war wirklich schön. Von dem her, wir müssen ja langsam mal auch einkaufen für, was wir denken ja schon in die Zukunft. Genau, Irgendwann ja. brauchen wir wieder neue Pullis, wenn wir dann zu Hause sind. Da ist man nicht mehr so nah an der Quelle. Déjame revisarle ya. No, no. ¿El diseño? Sí, este tiene esta opción. Aber das ist ein bisschen klein für dich, nicht? Vielleicht so als Essenslatz. Nein, wir haben letztens einen Hund gesehen, der... Ah, sí, este. Ajá, muy bonito. Der so einen schönen Mantel hatte und da haben wir natürlich gleich an Baxi denken müssen. Ich finde die echt schön. Ja, ich muss noch meine Mama erreichen, damit sie mir sagen kann, wie lang der sein muss, damit er auch passt. Aber das wird auch mal ein Mitbringsel, oder? Welchen findest du besser? Eher so ein bisschen bunter oder mehr mit Ich bin eher klassisch. Der hier, ne? Ja. Este sería perfecto de tamaño. Da kaufen wir eigentlich nur 2 Pullis für den Hund und schon werden wir wieder angesprochen. Das hatten wir ja in Cuenca schon mal, dass wir von Studenten angesprochen wurden und ein Interview auf Englisch geben sollten. Diesmal war es nicht ganz so eine moralische Zwickmühle. Es waren einfach ein paar Fragen zu unserer Erfahrung in Ecuador und Roberto hat ja mich vorgeschoben, also musste ich ein bisschen was über mich erzählen. Aber ja, wieder schön halt einfach. Sagst du mal, was wir für Baxi gekauft haben? Ach ja, genau. Also Baxi darf sich neu einkleiden und natürlich konnte ich nicht widerstehen. Ich habe 2 Pullis genommen. Warte mal, wo ist hier oben und unten? Diese 2 hier. Sieht schön aus. Ja, ich finde schon. Ich finde die cool. Ich hoffe, er mag die auch. Aber so im Winter so ein kleiner Pulli für ihn, das schadet ja nicht. So, jetzt habe ich einen Pulli und der Hund hat 2 Pullis. Otavalo ist ja hauptsächlich für diesen Handwerksmarkt bekannt. Hier findet man ganz viele bunte Sachen, also hauptsächlich Ponchos. Da schauen wir auch, ob wir was für uns finden können, aber auch Kissenbezüge, Teppiche, denn unsere Sachen sind mittlerweile alles so durch. Da wird es auf jeden Fall Sinn machen, was zu suchen, oder? Und wo sollten wir was Schönes finden, wenn nicht hier? Genau. Und ich glaube auch preislich ist es hier viel attraktiver als jetzt irgendwo sonst im Lande. Ja, anscheinend werden die Sachen direkt hierher gebracht und an erster Stelle hier verkauft. Genau. Also gibt es auch nicht so viele Zwischenhändler, die noch
was abstauben. Ja. Ja. Das einzige Problem, heute ist Montag, Hauptmarkt ist eigentlich Samstag, oder? Ja. Wir waren ein bisschen zu spät, aber trotzdem, also die Stände, die hier sind, sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Ja. Sind eigentlich schon schön, die Teppiche, aber irgendwie würden sie nicht bei uns im Van reinpassen, oder? Ich glaube halt, manche Dinge sehen am Markt schön aus, aber also ich glaube, das hier, das wäre alles viel zu knallig für unseren Van. Ich glaube, wir wollen schon so ein bisschen so einen farblichen Akzent, haben wir ja jetzt mit den Teppichen auch. Aber ja, man muss halt so eine gute Balance finden. Naja, aber es gibt ja noch mehr wahrscheinlich. Gucken wir mal rum. Wir sind zurück im Van und ich würde sagen, Otavalo hat uns richtig gut gefallen. Wir haben doch ein paar Sachen mehr eingekauft als geplant, wobei ja, Kissenbezüge und Teppiche haben wir keine gefunden, die uns wirklich gefallen haben, aber dennoch haben wir ein paar richtig schöne Schmuckstücke gefunden und ich freue mich, wenn die endlich mal zum Einsatz kommen. Also die 2 Pullis für Baxi, die habt ihr ja wahrscheinlich schon gesehen. Ich finde die richtig schick. Aber für uns hat es ja auch ein bisschen was gegeben. Also zum einen meinen Pulli, aber ja, wir haben nur einen T3, aber wir haben trotzdem 2 Decken dafür gekauft. Wir finden einfach die Muster so schön. Also einmal so ein bisschen natürlicheren Farben und hier noch einmal ein bisschen knalliger. Roberto mag ja gerne ein bisschen mehr Farben als ich. Ja. Aber es sind richtig schöne Farbkombinationen und es ist so richtig weich und flauschig. Und aus dem gleichen Material haben wir uns natürlich auch nicht einen Poncho zusammengeholt. Das ging einfach nicht. Sondern wir haben jetzt hier, das sind so die Farben und Muster. Ich nehme es jetzt nicht auseinander, weil sonst haben wir ein Riesending hier, um die wieder zusammenzulegen. Aber das sind so die Muster von den Ponchos. Ich freue mich schon, wenn wir da mal am Lagerfeuer sitzen und uns einkuscheln können und dann so, ja, uns einfach an die Zeit hier erinnern können. Und wir haben uns noch was überlegt. Es gibt nämlich auch eine kleine Erinnerung für euch bald. Wir haben so richtig hübsche so Täschchen gefunden, auch in verschiedenen Größen. Und sobald wir die nach Europa bringen, bringen wir die auch in den Shop und dann sind die bald auch für euch erhältlich. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gleich den Kanal und aktiviert das Glöckchen, weil wir bringen das natürlich, also wir geben euch natürlich auch in einem Video dann Bescheid, wenn die dann auch erhältlich sind. Kennt ihr das? Man sitzt in einem süßen Café oder sonst wo im öffentlichen WLAN oder man möchte im Ausland seine Lieblingsserie weitergucken, aber irgendwie fühlt sich das Netz nicht sicher an oder man erhält die klassische Fehlermeldung, dieser Inhalt ist in deinem Land nicht verfügbar. Da kann CyberGhost Abhilfe schaffen. Über 38 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf den VPN von CyberGhost und wir gehören dazu. Aber wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ganz vereinfacht dargestellt, CyberGhost baut eine Art digitalen verschlüsselten Tunnel um eure Internetverbindung. Alles, was ihr online macht, wird dadurch für andere unsichtbar. Egal ob für Hacker im öffentlichen WLAN oder euren Internetanbieter. Was für uns auf Reisen aber das absolute Highlight ist der Streaming-Part. CyberGhost funktioniert mit über 40 verschiedenen Streaming-Diensten. Wir können also von überall auf der Welt so tun, als wären wir gerade in Deutschland oder sonst wo auf der Couch. So haben wir Zugriff auf alle Filme und Serien von Netflix, Disney Plus und Co., die sonst gesperrt wären. Und das Beste, ihr könnt CyberGhost auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig nutzen. Ist also perfekt für die ganze Familie oder eben für uns beide auf all unseren Geräten. Wenn auch ihr eure Privatsphäre schützen und grenzenlos streamen wollt, dann haben wir den absoluten Deal für euch. Über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr satte 83% Rabatt und 4 Monate gratis. Damit zahlt ihr gerade mal 2,03 € im Monat und mit der 45-Tage-Geld-Zurück-Garantie geht ihr auch kein Risiko ein.
Buenos dias. Wir sind gestern noch aus Otavalo raus hierher an diesen idyllischen Ort gefahren. Wir stehen hier bei einer Familie auf ihrem Platz, die auch eine kleine Auffangstation führt für Rehe, aber auch ein paar Tiere sonst kultiviert, wie zum Beispiel die Alpakas und Schafe und ganz viele Meerschweinchen, ein paar Häschen. Richtig cool und vor allem die Umgebung ist ja so wunderschön, so mit dieser Natur, das grüne, hügelige, bergige. Und wir stehen hier auch an einer bestimmten Lagune, die ist eigentlich unser Ziel. Aber ja, wenn man nur schon so in den Tag starten kann, das ist ja perfekt. Wir wollen ja heute mal wieder was zu Fuß erkunden und zwar einmal um die Lagune Cuicocha rundherum laufen. Die hat einen Durchmesser von 3 Kilometern. Also ist die Runde wahrscheinlich nicht so groß, aber wir hatten ja auch gehofft, dass heute das Wetter ein bisschen besser ist. Heute früh konnten wir uns gar nicht abschätzen und jetzt sind wir gerade wieder komplett im Nebel, aber er scheint auch so hoch zu steigen. Also wir hoffen einfach, dass der hoch genug kommt, dass wir dann auch was sehen, wo wir da lang wandern. Ja, so sehr ich mystische Stimmung liebe, ich möchte auch was sehen, wenn wir wohin gehen. Ich glaube, die versteht mich nicht. Vielleicht musst du Quechua-Kuh sprechen. Kann ich nicht. Aber die Hörner sind komplett. Vamos? Vamos. Vamos. Ciao, ciao, Mu. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie motiviert bist du heute? Eigentlich schon motiviert, aber ich merke, wie die Höhe uns zu schaffen macht. Ja. Wir sind doch auf 3.500 Meter und ja, die Lagune ist eine weiße Suppe. Schade eigentlich, weil die letzten Tage hatten wir mal richtig schönes Wetter hier oben. Naja. Wir haben ja heute früh auch schon gestaunt, als wir überhaupt diesen Berg hinter der Lagune gesehen haben, der über Nacht sogar Schnee bekommen hat. Bei unserer Ankunft hatte der noch keinen Schnee oben. Und wir dachten so, yay, gute Sicht, man sieht die Lagune. Ja, ich bin immer so hin und her gerissen, weil eigentlich freue ich mich auch, dass wir einfach uns bewegen, dass wir gehen. Ich habe in letzter Zeit so ein bisschen so Bewegungsdrang. Aber ich hoffe auch, dass man den Weg weiterhin gut sieht, weil im Nebel wäre es ja dann schon ziemlich kacke, wenn wir hier verloren gehen. Weil hier ist ja, abgesehen von einem Campingplatz und einem Restaurant daneben, in der näheren Umgebung ja gar nichts. Wahnsinn. Also das Wetter ist ja wirklich komplett unberechenbar. Gerade war es noch eine Brühe und jetzt sieht man sogar die Inseln, die in der Caldera sind. Also eine davon, die zweite ist ja dahinter. Und in der Ferne sogar noch einen anderen Vulkan, der schneebedeckt ist. Also das wechselt wirklich von Minute zu Minute. Okay, und Mücken sehe ich jetzt auch. Aber, also, ich habe es mir noch ein bisschen sonniger vorgestellt. Aber wenigstens sieht man es jetzt. Also das ist schon cool. Und das blaue Wasser.
bin ja so total fasziniert von dieser Vegetation hier. Man merkt so richtig, dass auf dieser Seite der Caldera, wo eben auch dieser hohe Berg ist, die Feuchtigkeit hängen bleibt und deswegen die Natur hier halt einfach so viel feuchter ist. Also hier sind so viele Flechten und Farne und überhaupt auch so viele Blumen. Das würde man ja auf 3.500 Metern gar nicht erwarten. Ich finde das richtig schön, aber es ist auch eher so temperierter Regenwald gefühlt. Also es erinnert mich auch total viel an Vancouver Island zum Beispiel. Da gab es ja auch solche Wälder. Nicht ganz so farbig, nicht mit ganz so vielen Blumen, aber schon irgendwie so, ich kann mich nicht wehren, dass mich da ein paar Dinge manchmal auch an Nordamerika und Zentralamerika erinnern. Hörst du die Vögel? Mhm. Hört sich richtig bunt an, der Vogel. Ja, nicht? Den würde ich gerne sehen. Wirklich wie auch wie im Dschungel hier. Ja. Aber nicht ganz so warm zum Glück. Zum Glück. Ein richtig schöner Weg. Also hat sich doch gelohnt. Hast du gut gemacht. Das sind mal Blätter. Oh. Sieh dir das an. So gleich klein im Vergleich. Ja, wirklich. Krass. Ich glaube, 2 davon und unser Van wäre voll. Wahnsinn. Das ist doch wie überdimensionaler Rhabarber. Ich glaube, mit so einem Teil hat man für ein Jahr ausgesorgt. Wir sind jetzt an einem Teilstück der Strecke angekommen, wo es richtig steil nach oben geht. Und wir müssen schon sagen, also wir waren jetzt die letzten Monate überhaupt nicht aktiv. Und dann noch auf der Höhe. Aber ja, da gibt es keinen Weg daran vorbei. Ja. Zu warm. Das ist Pfefferminz. Oder irgendeine Art von Minze. Riecht's gut? Ja, richtig gut. Fein. Ah, Ja, Pfefferminze. Also so eine Art, ja. sehr, ja. Könnte ich mir was für ein Dessert mitnehmen für später. Kleiner Zwischenhalt. Natürlich nicht um zu verschnaufen, sondern nur um die Aussicht zu genießen. Und was man hier recht gut sieht, hier ist, wo ist es? Hier ist ein kleines Bootshaus, obwohl das ist nicht ganz so klein. Von da aus starten Ausflugsboote, wo man eben auch auf dem See herumfahren kann. Und vom Boot aus sieht man eine Kuriosität ziemlich gut anscheinend, denn der Vulkan, der hier ja mal ausgebrochen ist, der ist noch aktiv. Unter dem See, ganz tief unten, ist noch eine Magmakammer mit heißem Magma und diese Kammer, ja man sagt, die atmet so quasi, denn immer wieder kommen Kohlenstoffdioxidblasen durch das Wasser an die Oberfläche und die sind halt eben so das Zeichen, dass da immer noch Hitze und immer noch Gase von unten hochkommen. Brötchen, Sehr gerne. Mahlzeit. Mahlzeit. Habe ich es mitgenommen? Ich hoff's. Ich auch. Bin nämlich hungrig. Ja, und du weißt, für den Reis, den ich mit habe, habe ich den Löffel vergessen. Arbeiten mit organisiert. Profis. Ja, genau. Hä? Ah, doch, hier. Also willst du ein Brötchen? Gerne. Gut. Uno. Muchas gracias. Wow, das Größere sogar. Mhm. Kannst du tauschen? Nee, da ist der Käse drin, den du nicht magst. Okay. Mahlzeit.
Gut. Gute Brötchen hast du gemacht. Frisch, hä? Ja, sobald der Nebel kommt, ist frisch. Vamos. Wir haben es bis zum höchsten Punkt der Wanderung geschafft. Und schaut euch die Aussicht an. Das ist ja wunderschön hier oben. Also dieser Weißton, dafür hat sich's voll gelohnt. Ja, naja, Tja, wenn man so weit hoch geht, dann endet man irgendwann eben in den Wolken. genau. Aber ja, Aber es war trotzdem eine richtig schöne Wanderung. Also auf jeden Fall hat ja auch gut rundherum, getan, oder? ja, die Bewegung Ja. und man hatte ja rundherum immer wieder mal eine schöne Sicht. Ja, jetzt geht es eigentlich nur noch runter. Ja, mal schauen, wie das Wetter sich entwickelt, denn am Nachmittag soll es wieder anfangen zu regnen. Ja, Vielleicht bleibt es auch so. Vielleicht haben wir noch mal Glück. Mal Genau. gucken. Trautesheim. endlich zu Hause. Ja, War doch ganz anstrengend, also wir merken vor allem, dass wir schon sehr lange nichts mehr gemacht haben. Aber trotzdem, es hat gut getan. hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Ja, Auch wenn die Beine wahrscheinlich morgen dann. ja, ein bisschen wehtun. Und wir hatten ja richtig Glück auch mit dem Wetter. Also das, Ja, jetzt kommt ja fast die Sonne noch Ja. raus. Ja, aber ich freue mich vor allem jetzt auf die Dusche. ja, noch eine warme Dusche und dann geht es für uns auch schon wieder weiter. Für unsere Verhältnisse stehen wir ja hier in Ecuador recht häufig auf Campingplätzen. Aber ich muss sagen, gerade wenn so Schmuddelwetter ist, dann will man sich ja umso mehr auch hin und wieder mal eine warme Dusche gönnen. Das tut dann schon richtig gut und jetzt auch so nach der Wanderung. Außerdem in dieser Region gab es ja so ein paar Meldungen, dass hier mal Vorfälle waren, ist schon eine Weile her. Man will ja auch nicht unbedingt Risiko eingehen. Und bisher hatten wir ja auch immer richtig schöne Plätze, muss ich sagen. Also wir sind da sehr zufrieden und auch die Duschen waren bisher immer sehr angenehm. Unos. Das Land. Ah, jetzt. So, fertig. Frisch geduscht, Wassertank ist voll und aus dem Grund filtern wir immer unser Wasser. Man sieht es, wie schwarz es ist. Das war ein neuer Filter. Ja, ist zwar Trinkwasser, haben die uns gesagt, aber auf der anderen Seite macht schon Sinn, die zu filtern, oder? Immer. Immer. So, wir sind aber ready. Fahren wir los? Fahren wir los. Guten Morgen. Heute ist der Tag. Es ist der Tag, an dem wir unsere letzte Grenze überqueren mit dem Van. Wir fahren heute nach Kolumbien rein. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich, aber gleichzeitig werde ich ein bisschen wehmütig. Naja, viel Zeit zum Überlegen bleibt nicht. Wir machen jetzt Tee, Kaffee habe ich schon. Und dann fahren wir auch schon los, weil es ist auch ein bisschen Strecke dabei. Und wer weiß, wie lange die Grenze dauert. Also Tee, abwaschen müssen wir offensichtlich auch noch von gestern Abend. Und dann fahren wir los. Wir wollten noch unterwegs unsere Gasflasche füllen, denn die ist fast leer und wir wissen halt nicht, wie es in Kolumbien möglich ist. Und hier haben wir einen Kontakt, wo wir das machen können. Und wir wollten dahin fahren, aber jetzt kam jemand vom Campingplatz und meinte, hey, kommt doch mit, ich fahre euch dahin. Und dann nutze ich doch die Gelegenheit und kann Jesse hier hinten fertig machen und dann können wir dann endlich losfahren. Bis gleich. Tschüss. Spaß. Danke. Endlich haben wir es rausgeschafft. Wir wollten eigentlich um 9 Uhr los.
Jetzt ist 10:30. 10:30, na gut. Dafür haben wir schon Gas und wir hatten ja auch nicht eingeplant, dass wir mal kurz unseren Van noch zwischendurch fluten. Wir hatten, nachdem wir das Grauwasser ausgeleert haben, nicht den Abwasserschlauch wieder in den Kanister getan und dann, ja, wir wollten Eier kochen für unterwegs und dann habe ich das Eierwasser halt in den Van ausgeleert statt in den Grauwasserkanister. Tja, aber wir sind jetzt unterwegs. Navi sagt 2 Stunden 11 bis an die Grenze. Mal gucken, wie es läuft. Es ist ja gerade in Kolumbien so, also gerade mit der Situation hier rundherum in der Region gibt es im Moment nur eine Grenze, die offen ist zwischen Ecuador und Kolumbien. Das heißt, wir erwarten eigentlich schon ziemlich viel Verkehr. Und ja, es ist ja ein Wochentag, also auch Lastwagen und alle, die fahren dann über diese Grenze. Drum mal gucken, wie das läuft, aber ja, es wird schon irgendwie klappen. Ich bereite jetzt unterwegs noch ein paar Dokumente vor für die Grenze. Dann wird das schon irgendwie laufen. Ja. Unsere letzte Grenze. Wir haben es fast geschafft, weit ist es nicht mehr bis zur Grenze. Und ich bin auch soweit fertig mit den Dokumenten. Bei Kolumbien ist es ein bisschen umfangreicher, nämlich mit der Vorbereitung. Da muss man was hochladen, was ausfüllen. Aber ja, ich bin soweit durch. Das, was ich machen konnte, habe ich fertig. Und wir sind ja nicht die Ersten, die diese Grenze fahren. Also ja, wird schon gut gehen. Wir sind auf jeden Fall vorbereitet. Hola, buenas. ¿Sí? ¿Hacia dónde se dirige? Colombia, Siga nomás, siga. ¿De dónde viene usted? de la República Checa. Siga nomás, siga. Vale, gracias. Gracias. Buenas. Wir sind endlich in Kolumbien angekommen. Yay! Verrückt, nicht? Es ist wirklich schräg. Ja, einfach unser letztes Land auf der Panamericana. Ja, so ein großes letztes Kapitel. Ja. Aber trotzdem, also wir freuen uns riesig auf dieses letzte Kapitel. Die Menschen hier sind schon super freundlich, obwohl der Prozess ein bisschen chaotisch war, aber ist halt eine Grenze, das ist normal. Ja, gehört einfach Ja. dazu. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr auch gespannt seid auf Kolumbien und unser letztes Kapitel. Und ja, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet. Abonniert gerne den Kanal, hype das Video fleißig, das würde uns auf jeden Fall richtig viel bringen. Kommentiert, liked das Video. Genau. Ja. Und vergesst unbedingt auch nicht bei Cyberghost vorbeizuschauen. Über den Link in der Videobeschreibung sichert ihr euch 83% Rabatt und ihr könnt damit über 40 Streamingdienste weltweit freischalten. Und das für gerade mal 2,03 € im Monat und ihr habt ja auch eine Geld-Zurück-Garantie, also habt ihr auch kein Risiko. Ja, genau. Na gut, Dann sehen wir uns im nächsten Video. hasta luego. Hasta luego! Schauen schon alle an.